Das ist eine Tomatenpflanze. Und das ist eine Blattlaus, die sie langsam tötet, indem sie ihr den Saft aus den Blättern saugt. Die Tomate wiederum verteidigt sich mit physischen und chemischen Abwehrmechanismen gegen das angreifende Insekt. Aber das ist noch nicht alles. Die Tomate setzt auch Stoffe frei, die Tomatenpflanzen in der Nähe signalisieren, ihren Insektenschutz zu aktivieren. Pflanzen werden ständig angegriffen. Von mikroskopisch kleinen Pilzen und Bakterien, kleinen Pflanzenfressern wie Blattläusen, Raupen und Heuschrecken, bis hin zu großen Herbivoren wie Schildkröten, Koalas und Elefanten. Sie alle wollen an die üppigen Nährstoffe und das Wasser in den Blättern, Stängeln, Früchten und Samen der Pflanzen herankommen. Aber Pflanzen haben eine ganze Reihe von internen und externen Abwehrmechanismen, die sie weniger verlockend oder sogar tödlich machen. Die Verteidigung der Pflanzen beginnt an ihrer Oberfläche. Baumrinde ist voller Lignin, einem festen Geflecht, das schwer zu zerkauen und für Krankheitserreger undurchlässig ist. Blätter sind durch eine wachsartige Cuticula gegen Insekten und Mikroben geschützt. Manche Pflanzen haben darüber hinaus schmerzverursachende Strukturen, um potenzielle Fressfeinde abzuhalten. Spitze Äste, Stacheln und Dornen schrecken größere Pflanzenfresser ab. Gegen kleinere Schädlinge tragen die Blätter mancher Pflanzen spitze Härchen, sogenannte Trichome. Die Kidneybohnenpflanze hat winzige Haken, die die Beine von Wanzen und anderen Insekten aufspießen. Bei manchen Arten geben die Trichome zudem chemische Reizstoffe ab. Brennnesseln setzen ein Gemisch aus Histamin und anderen Toxinen frei, die bei Berührung Schmerzen und Entzündungen verursachen. Bei anderen Pflanzenarten tritt der Schmerz erst nach dem ersten Biss auf. Spinat, Kiwi, Ananas, Fuchsie und Rhabarber produzieren alle mikroskopisch kleine nadelförmige Kristalle, die sogenannten Raphiden. Diese verursachen winzige Wunden im Maul, durch die Giftstoffe ins Gewebe eindringen können. Die Mimose verfolgt eine Strategie, um Pflanzenfresser daran zu hindern, überhaupt zuzubeißen. Spezielle Mechanorezeptorzellen nehmen Berührungen wahr und senden ein elektrisches Signal vom Blattstiel zum Stamm, dessen Zellen dann geladene Teilchen freisetzen. Die Aufladung entzieht den Zellen Wasser, wodurch die Blattgelenke erschlaffen und das Blatt eingeklappt wird. Diese Bewegung schreckt Insekten ab und größere Tiere finden die eingeklappten Blätter weniger verlockend. Werden diese äußeren Schutzmechanismen durchbrochen, tritt das Immunsystem der Pflanze in Aktion. Pflanzen haben jedoch kein separates Immunsystem wie Tiere. Stattdessen hat jede Zelle die Fähigkeit, Angreifer zu erkennen und abzuwehren. Spezielle Rezeptoren können Moleküle wahrnehmen, die die Präsenz gefährlicher Mikroben oder Insekten signalisieren, woraufhin das Immunsystem eine Reihe von Abwehrmaßnahmen einleitet. Um zu verhindern, dass weitere Schädlinge ins Innere gelangen, verdickt sich die wachsartige Cuticula und die Zellwände werden stärker. Wächterzellen verschließen die Poren in den Blättern. Ist ein Teil der Pflanze von Mikroben befallen, können sich die Zellen dort selbst zerstören, um den Befall einzudämmen. Außerdem produziert die Pflanze für Mikroben und Insekten giftige Verbindungen. Oft sind diese für einen bestimmten Schädling maßgeschneidert. Viele pflanzliche Moleküle, die Menschen als Drogen, Heilmittel oder Gewürze verwenden, sind als Teil der pflanzlichen Immunsysteme entstanden, weil sie antimikrobiell oder insektizid wirken. Ein angegriffener Pflanzenteil kann andere Bereiche durch Hormone, Schwebstoffe oder sogar elektrische Signale warnen. Wenn andere Bereiche der Pflanze diese Signale wahrnehmen, wird dort die Produktion von Abwehrstoffen verstärkt. Bei einigen Arten, wie zum Beispiel der Tomate, alarmiert dieses Frühwarnsystem sogar benachbarte Pflanzen. Manche Pflanzen können sogar Verbündete rekrutieren, um sich gegen mögliche Angreifer zu wehren. Baumwollpflanzen, die von Raupen heimgesucht werden, stoßen einen Cocktail aus 10 bis 12 Chemikalien in die Luft aus. Diese Mixtur lockt parasitische Wespen an, die ihre Eier in den Raupen ablegen.
Pflanzen sind zwar nicht in der Lage, bei einem Angriff zu fliehen oder sich mit Zähnen und Klauen zu wehren, aber dank einer starken Panzerung, einer Vielzahl chemischer Waffen, einer Nachbarschaftswache und artenübergreifenden Allianzen sind Pflanzen nicht immer leichte Beute. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal und befriedige deine Neugier.